Hallo zusammen, ihr Lieben. Wir schauen uns an die Veränderungen der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Was darf ich weitergeben? Was kann ich wahrnehmen? Und ich bin wie immer gespannt. Ja, hier sind gleich zwei rausgeplumpst. Es geht darum, genau anzugucken, was sich hier verbindlich zeigt im Bereich Partnerschaft, Liebe, Verträge, Verbindungen. Möglicherweise gibt es für einige auch so dieses Ding des Misstrauens oder dass sie irgendwo mal wach werden und überprüfen, genau hingucken, einen klugen Zug machen, ne? So Aufmerksamkeit auf was richten, wo man denkt, ups. Jedenfalls alles genau unter die Lupe nehmen, was aus diesem Bereich kommt. Wir haben die Berufskarte, die liegt im Haus des Schiffes drin. Kann hier auch sein, man hinterfragt einen Arbeitsvertrag oder man hinterfragt einen Auftrag oder man überlegt, wie man verbindlich das Berufliche mit neuen Wurzeln sehen kann. Ich habe irgendwie, dass man einen tatsächlich klugen Zug macht, um berufliche Träume auf einen anderen Boden zu stellen, sagen wir es mal so. Irgendwo könnte es auch so ein bisschen der Stress sein, der einen hier dazu bringt, zu hinterfragen. Es kann jetzt hier auch das Gegenüber betreffen. Das Gegenüber an sich liegt im Hause der Schlange drin. Das sind vielleicht Mutterthemen, das sind eigene Verstrickungen, das sind Gespräche, die können aus dem Bereich Beruf, Berufung kommen. Ja, wo man so sagt, ich bin irgendwie im Nebel stehen gelassen worden, ich muss beruflich etwas klären. Ja, wir haben eine Sache, die zeigt sich hier schicksalshaft. Das Kreuz liegt im Haus der Blumen drin. Für mich ist es so, dass sich hier ein schwieriger Zyklus wegnagt, ein Beziehungskonstrukt, das nicht mehr dienlich ist, dass man ehrliche Aussprachen hat, dass man, deshalb ist hier mit dem Fuchs auch immer so, ne, es ist vielleicht die Zeit, wo man genau hinguckt und dadurch etwas lösen kann. Eine Verstrickung im Beruf, eine Situation, wo es einem vielleicht auch andere schwer gemacht haben. Wir selber liegen im Haus des Klees drin, ja? Quatsch, im Haus der Sterne drin. Jetzt ist es eigentlich sehr schön zu sehen, dass wir uns von einem Thema abwenden. Wir fallen hier aus dem Kartenblatt raus und wir lassen Dinge hinter uns. Das hat sehr viel mit schlaflosen Nächten, Schattenthemen, nervige Zeit zu tun. Im Haus des Sterns haben wir eben auch das Glückmal. Eigentlich ist das wunderschön, denn wir haben hier, guckt euch das an, die Liebe, die Herzensangelegenheiten, alles mit was man in Beziehung geht, irgendwie in einer anderen Qualität, in einer überraschenden Qualität. Hier ist ein neues Kapitel, das man aufschlägt. Hier ist es so, dass man
ja, irgendwie eine andere Erfahrung macht bei den Herzensangelegenheiten. Aber es können ja auch Dinge an die Oberfläche kommen, wo es dann ehrliche Aussprachen gibt. Das sieht man schon auch. Aber nichtsdestotrotz hat es hier eine Wirkung, die sehr erfrischend, befreiend ist und ja, wo man einfach sagt, ich fühle mich geliebt, ich bin okay mit dem, wie es ist. Die Sterne gehen hier raus. Wir selbst liegen im Haus der Sterne drin. Ein wunderbarer Platz. Ich sehe hier unten noch Dinge, die haben mit Veränderungen zu tun und Neubeginnen, die das Gegenüber im beruflichen Bereich haben kann. Zum Beispiel, wenn du kein Gegenüber hast, ist es hier so, dass man überlegt, in was man investiert beruflich, wo man Gelegenheiten hat, etwas zu erschaffen, zu verändern, was Frieden mitbringt für alle, friedlichere Stimmung, harmonische Stimmung. Wir haben im Haus der Sicherheit die Blumen drin und es ist irgendwie so schön, denn hier kommt mit Sicherheit eine Veränderung, die Entlastung mitbringt, aber auch Umbruch. Eine Situation, die schwierig war, zeigt sich so mit der Wunscherfüllung dran. Seht ihr es noch? Und diese Wunscherfüllung ermöglicht einen Neubeginn auch im Bereich der Familien, ein beruhigendes Konstrukt und öffnet schicksalshaft neue Türen, die auch wieder mit beruflichen Entscheidungen zu tun haben. So, dann haben wir hier die Finanzen, die liegen im Hause des Hindernisses drin. Man sieht im kleineren Bereich eine Möglichkeit, etwas zu drehen. Kleineres Geld auf den Weg zu bringen, die Finanzen wieder in einen Flow zu kriegen. Vielleicht fängt es auch so in kleinen Schritten an. Es gab vielleicht ja auch Dinge zu klären mit den Finanzen, aber man sieht auch, dass das Seelenleben hier irgendwas geklärt hat, eine tiefe Emotion, eine Sache, die viel Gefühle mit an die Oberfläche gebracht hat. Ich sehe, dass sich Konflikte, die man mit anderen hat, mit Familienmitgliedern, mit Freunden, mit Arbeitskollegen lösen können. Auch hier sieht man wieder dieses, das passt irgendwie nicht mehr oder man guckt ehrlich hin und erkennt, da kriegt etwas eine Erleichterung. Es ist fast hier schon ein schicksalshaft neues Kapitel, das wir hier aufschlagen. Die Selbstständigen haben hier auch die Veränderung mit dabei. Vielleicht gehen sie einen anderen Weg. Vielleicht erkennen sie, wo eine Situation nicht zielführend war. Man sieht auf jeden Fall, dass Herzensprojekte auch gut umgesetzt werden können. Ja? Verbindlich. Ein anderer Weg zeigt sich. Das doppelt sich hier. Wir haben im Haus der Arbeit die Wege, die Entscheidungen, die Entlastung mitbringen, die schicksalshaft neue Türen öffnen und die aus einem Konstrukt, wo keine Veränderung stattgefunden hat, jetzt Möglichkeiten zeigen. Es sind auch so 14 Tage, wo ich sehe, dass wir starke emotionale Blockaden lösen können. Die können ja aus dem verbindlichen Bereich kommen, aus den Beziehungen, aus allem, was mit dem Thema Vertrauen, Geheimnis, unausgesprochene Dinge zu tun hat. Ich habe im Haus der Wege den Klee drin. Das Geld liegt dabei. Menschen auch, ne, die vielleicht Impulsgeber sind. Das kann jetzt etwas sein, was auch mit den Finanzen zu tun hat. Also kleineres Geld, mehr im Haus der Finanzen liegen immer noch
vielleicht Kämpfe, die man damit austrägt, aber die hier in den Frieden kommen. Es muss nichts Großes sein, es kann ein kleinerer Bereich sein, der für die Nerven sehr entlastend ist. An sich sieht man hier Neubeginne mit der Wunscherfüllungskarte dran, aber man sieht, dass die Emotion dazu eine große Rolle spielt. An sich kann es hier auch um Gelder gehen, im häuslichen Bereich, irgendwelche Kosten oder finanzielle Klärungen, Reparaturen, sowas alles. Hier ist es irgendwie so faszinierend, dass wir eine Zeit haben, in der sehr viel Stress von uns abfallen wird. In jeglicher Hinsicht. Wir wenden uns wieder dem Glück zu. Wir atmen einmal auf. Wir sind nie ohne Konflikte. Irgendwas ist immer im Leben. Ja, kann auch sein, dass man sich so mal ein bisschen klärt, was das Umfeld anbelangt, dass man Stress minimiert, dass andere den anderen auf einen mitbringen, dass man so ein bisschen den Wunsch nach Rückzug hat. Und wir haben hier den Hamster bekommen mit dem Thema Selbstzufriedenheit. Eine wichtige Sache. Je älter dass ich werde, desto mehr lege ich meine Priorität auch hier drauf. So, und wenn der Hamster kommt, dann bringt er eine gewisse Freiheit mit. Man darf sich mal um sich und sein eigenes Reich kümmern, Zufriedenheit finden im eigenen Leben, für sich selbst auch aufgeräumter sein und diese Selbstakzeptanz zu haben, dass alles so ist, wie es ist und dass es auch gut ist. Und es ist auch eine Zeit, wo man an sich mehr denkt, wo man sich nähert, wo man die Fähigkeit hat, dass man sich irgendwo anpassen muss, weil das Leben eben das Leben ist, aber dass man für sich auch diesen Raum hat. Wenn ihr euch das anguckt, wir sind ja umgeben auch von Personen und die einen hängen uns im Rücken, die anderen, über die denken wir nach und es ist einfach wichtig, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Es ist hier jetzt auch nicht die Zeit, dass man sich irgendwie groß auf die Bühne stellt oder etwas im Außen machen muss, sondern hier ist Selbstgenügsamkeit. Ne? Man ist mit sich und dem Außen und allem, was so sein kann, im Reinen. Man wendet sich bewusst auch diesem Stress ab, den das Umfeld mitbringt. Wir haben den Hüter des Landes noch dabei mit dem Thema Schutz. Unterm Deck haben wir den Regenbogenwasserfall mit dem Wunder. Mein Gott. Es geht tatsächlich sehr viel um Selbstakzeptanz und mit sich selbst im Reinen sein, denn die Karte sagt auch wieder, dass wir gut sind, wie wir sind, dass wir geliebt und wertgeschätzt werden und dass wir nicht so im Außen oder vom Außen, das Außen liegt uns auch auf dem Kopf, belasten lassen sollen. Wir dürfen unser eigenes Energiefeld schützen, für unser Wohlergehen sorgen. Und trotzdem sagt die Karte auch, dass wir in Sicherheit sind. Wir sind von einem Schutzschild umgeben, wir sind nicht alleine, wir werden von oben geführt. Und dies ermöglicht im Prinzip,
dass wir selbst auch eine höhere Schwingung wieder kriegen. Mit dem Regenbogenwasserfall und dem Wunder, da brauche ich nichts dazu sagen. Ne? Wir nehmen noch eine Karte, was möchte uns unsere Seele sagen? Die Dankbarkeit ist wichtig. Sei dankbar für das, was du hast. Deine Gesundheit, dein Zuhause, deinen Partner. Manches ist vielleicht zu selbstverständlich geworden. Und unterm Deck haben wir noch das innere Kind. Also solche Triggermomente. Auch da wieder gut zu sich selbst sein, gut für sich sorgen. Zufriedenheit ist einfach wichtig. Stress minimieren, mit sich im Reinen sein. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis bald.